Deadlock ist ein unglaublich komplexes Game, in dem es so viele Faktoren gibt, in dem man sich verbessern könnte über die Zeit. Es geht von Items zu eurem Helden, zu wie ihr Fähigkeiten benutzt, wie ihr im Teamplay agiert und so weiter und so fort. Aber ein wichtiger Aspekt, den wahrscheinlich viele von euch, die gerade aus Spielen wie League of Legends oder Dota kommen, noch nicht so gut beherrschen, ist das Aiming. Jetzt ist es natürlich so, dass in Deadlock sich Leute treffen von allen Genres. Manche von euch kommen aus sehr aiming-intensiven Games, wie sagen wir Quake oder Valorant oder Apex oder Counter-Strike. Andere von euch kommen aber aus MOBAs wie League of Legends oder Dota. Und in diesem Video versuche ich jetzt allen von euch hilfreiche Tipps zu geben, auf was man spezifisch auf das Aiming im Deadlock achten sollte, wo man sich vielleicht noch ein bisschen verbessern kann, was auch ein bisschen so die Basics sind, die man kennen sollte, wenn man jetzt noch gar keinen Aiming-Background hat. Und ich denke, wenn man all diese Punkte berücksichtigt, dann wird man zumindest mal einen Faktor in dem Spiel, nämlich eben das Aiming, bereits abgedeckt haben und dann kann man sich auf die anderen Aspekte fokussieren, die man dann nach und nach noch verbessern kann. In diesem Video geht es um viele allgemeine Aiming-Techniken, aber ich habe auch gewisse Routinen und Übungen eingebaut, die ihr eigentlich täglich machen könntet, um euer Aiming aufs nächste Level zu bringen. Wir starten mit ein paar grundlegenden Sachen, die ihr in Deadlock kennen solltet. Wie ihr ja alle offensichtlich gemerkt habt, ist Deadlock ein Third-Person-Spiel. Das heißt, die Schüsse kommen nicht wie in anderen Spielen aus der Mitte von eurem Bildschirm, sondern von eurem Charakter links nach rechts zu dem Fadenkreuz. Das ist deswegen relevant, sich nochmal vor Augen zu führen, weil man das auch sehr stark ausnutzen kann für sich selber und dementsprechend auch für euer Aiming wichtig sein kann. Wenn man an der rechten Schulter schießt, dann werdet ihr sehen, dass euer Charakter so rechts um die Ecke lehnt. Dadurch könnt ihr eure Schüsse auf der rechten Schulter extrem einfach treffen. Wenn ihr aber von links schießen wollt, dann müsst ihr euren ganzen Körper zeigen, um den Gegner zu treffen. Ist natürlich nicht so vorteilhaft. Jetzt kann der Gegner euch extrem einfach abschießen und so praktisch gar nicht, weil er eigentlich nur die Faust von euch sehen wird. Da die Schüsse außerdem von links nach rechts zur Mitte des Screens hingehen, wenn ihr ganz nah an einem Gegner dran steht, dann könnt ihr relativ weit nach rechts zielen und trotzdem den Gegner noch treffen. Wenn ihr links von dem Kopf hin aimt, dann würdet ihr relativ schnell daneben schießen. Das liegt einfach an der Perspektive, von wo die Schüsse rauskommen. Nur so ein kleiner genereller Tipp, den man mitnehmen kann. Etwas, was man auch zu dem Aiming in Deadlock wissen muss: Die Schüsse in Deadlock sind alle projektilbasiert. Das heißt, man muss warten, bis der Schuss wirklich hinten beim Gegner dann einschlägt. Und das führt dazu, dass man vor einen Gegner schießen muss, wenn er weit weg ist. Das ist sehr wichtig zu wissen. Das ist anders als in anderen Spielen. Der einzige Held, der eine Hitscan-Waffe hat zum jetzigen Zeitpunkt, ist Bebop. Bei ihm müsst ihr einfach wirklich genau auf den Gegner drauf zielen, egal wie weit er weg ist. Bei allen anderen müsst ihr in den Lauf schießen. Auch noch wichtig anzumerken zu den Helden: Jeder Held hat einen unterschiedlichen Projectile Speed bei seiner Waffe. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel einen Helden wie Warden spielt, dann müsst ihr ziemlich weit vorausschießen vor den Gegner, damit ihr ihn auch noch trefft, also in den Lauf schießen. Wenn man jetzt aber Vindicta spielt, dann muss man praktisch auf den Gegner drauf zielen. Kommt einem fast vor wie eine Hitscan-Waffe, einfach weil die Projektile so schnell fliegen. Dann gibt es natürlich noch Items, die einen Einfluss haben darauf, wie schnell eure Bullets fliegen werden. Das findet man hier unter dem Stat Bullet Velocity, zum Beispiel High Velocity Mag, was eben bei Pristine Emblem reinbildet, wird dazu führen, dass eure Schüsse noch schneller sind. Das muss man sich einfach bewusst sein. Gerade wenn wir nachher zu den Aiming-Routinen kommen, die ich euch nachher vorstellen werde, würde es auch Sinn machen, dass ihr hier experimentiert, einmal mit den Items, einmal ohne den Items. In allen Aiming-Übungen, die ich nachher zeigen werde, ist es sicherlich eine gute Gewohnheit, immer auf den Kopf zu zielen. Was ihr aber auch noch wissen solltet, ist, die Helden haben unterschiedlichen Headshot-Multiplier. Zum Beispiel Kelvin ist aktuell bei ca. 1,85. Also wenn er auf den Kopf schießt, dann macht er ca. 1,85 mal den normalen Base Damage Waffenschaden, den er hat. Bei Vindicta ist es zum Beispiel das Doppelte. Bevor wir jetzt mit den Übungen starten, möchte ich noch ein paar generelle Tipps zum Aiming geben. Ich könnte praktisch ein Buch über Aiming-Theorie schreiben. Ich habe da schon mehrere hunderte Stunden rein versenkt. Ich glaube, es macht aber nicht Sinn, das so im Detail durchzugehen. Aber eben, weil manche von euch von Games wie League of Legends oder Dota kommen und praktisch gar keine Aiming-Erfahrung habt, finde ich es trotzdem wichtig und sinnvoll, dass ich euch so ein paar Richtlinien gebe, an die ihr euch halten solltet, was zum Beispiel eure Sensitivity oder DPI von eurer Maus angeht. Hier noch als kleiner Disclaimer: Maus Sensitivity, Maus Speed, Maus Shape und so weiter ist immer etwas Individuelles. Es gibt manche Pros, die haben extrem tiefe Sense, es gibt manche Pros, die haben extrem hohe Sense. Man kann nicht pauschal sagen, dass das eine schlecht oder gut ist, aber wenn ihr euch so ungefähr an ein paar Richtlinien haltet, kann es definitiv helfen, euer Aim zu verbessern.
verbessern. Gerade wenn ihr noch keine Erfahrung davor gesammelt habt und einfach wissen wollt, in welchem Bereich sollte ich mich denn ungefähr bewegen, dann sind diese Richtlinien sehr, sehr sinnvoll für euch. Grundlegend ist Deadlock ein sehr tracking-intensives Game. Das heißt, dass ihr die Gegner verfolgen müsst, während sie zum Beispiel über euch in der Luft sind oder vor euch sind, weil wir eine sehr hohe Time to Kill haben. Das bedeutet, dass ihr relativ oft und lange auf den Gegner schießen müsst, bis er stirbt. Und für tracking-intensive Games sagt man tendenziell, ist eine etwas höhere Sensitivity von Vorteil, einfach weil man in schnellen Games schneller reagieren muss. Und in Deadlock kommt es relativ häufig vor, dass man während einem Teamfight plötzlich eine 180-Grad-Drehung machen muss. Und deswegen kann es von Vorteil sein, eine etwas höhere Sensitivity zu haben. Was bedeutet eine etwas höhere Sensitivity? Alles unter 25 cm pro 360 Grad ist eine ziemlich hohe Sensitivity. Das bedeutet, dass ihr eure Maus um 25 cm auf eurem Mauspad bewegen müsst, bis ihr eine 360-Grad-Drehung mit eurem Helden macht. Was wäre jetzt eine Range, die Sinn machen würde für ein Spiel wie Deadlock? Ich empfehle hier eine Range zwischen 25 und 45 cm einzuhalten. Es gibt Webseiten dafür, wo ihr das genau berechnen könnt. Ihr könnt dazu auf mousesensitivity.com gehen. Ich verlinke die Webseite auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Dann geht ihr hier bei Modus auf Simple, bei Units stellt ihr auf Zentimeter, bei Convert from das Game wählt ihr hier aus. Hier gebt ihr Deadlock ein. Dann nehmt ihr eure In-Game Sensitivity. Die findet ihr in euren Settings, hier bei den Optionen, Mouse Sensitivity. In meinem Fall ist das jetzt 0,5. Und dann gebt ihr hier die Maus-DPI ein, die ihr habt. Und dann findet ihr hier unten raus, wie viel Zentimeter ihr habt, um eine 360-Grad-Drehung zu machen. In meinem Fall sind das jetzt 25 Zentimeter. Wenn ihr gar keine Ahnung habt von DPI, empfehle ich euch eine DPI einzustellen von entweder 800 oder 1600. Das sind so DPI-Werte, die sich über die Jahre bewährt haben. 800 ist so die Default-DPI-Einstellung, die eigentlich jede Gaming-Maus heutzutage hat. Bei 1600 habt ihr noch etwas weniger Input-Delay und könnt etwas kleinere und genauere Anpassungen machen bei eurer Maus. Wenn ihr das ganz genau wissen wollt, dann könnt ihr das sicherlich auch googeln. Da gibt es unzählige Posts, die ihr dazu nachlesen könnt. Meine Empfehlung hier ist aber ganz klar entweder 800 oder 1600. Wenn ihr jetzt switchen wollt von 800 auf 1600, damit ihr etwas weniger Input-Delay habt, dann müsst ihr natürlich in-game auch die Sensitivity von 1 auf zum Beispiel 0,5 ändern. Wenn ihr in Windows zu euren Maus-Settings geht und dann hier auf erweiterte Mauseinstellungen geht, öffnet sich dieses Fenster und hier könnt ihr dann bei Pointer Options noch den Speed einstellen. Ganz wichtig, nehmt hier den Haken raus bei Enhanced Pointer Precision. Das führt dazu, dass ihr eine Beschleunigung habt, wenn ihr die Maus schneller bewegt. Gerade aim-lastige Spiele ist es nicht empfehlenswert. Den Haken müsst ihr immer rausnehmen. Und nachher stellt ihr hier 6 von 11 ein, wenn ihr auf 800 dpi spielt. Dann habt ihr ein 1:1 Tracking in Windows. Wenn ihr auf 1600 dpi eure Maus eingestellt habt, dann geht ihr auf 4 von 11. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Übungen, die ihr machen könnt in-game, um euer Aim zu verbessern. Im Aiming gibt es sozusagen 3 wichtige Aspekte, die Aiming ausmachen. Es gibt einmal Clicking, es gibt Tracking und es gibt Target Switching. Bei Clicking versucht man vor allem so Micro-Adjustments auf kleine Targets zu machen. Leute, die aus Tactical-Shootern kommen wie Counter-Strike oder Valorant, können das sehr, sehr gut. Tracking ist etwas, wo man den Gegner verfolgen muss. Das lernt man vor allem in Spielen wie Apex, Quake, Unreal Tournament oder Overwatch. Und dann gibt es noch Target Switching, wo man schnell zwischen den Gegnern hin und her switchen muss. Das lernt man vor allem in Games wie COD. Ich zeige euch nachher Übungen zu jedem von diesen Hauptkategorien, die es im Aiming gibt. Wir fangen an direkt mit Tracking. Eine erste Methode, die ihr anwenden könnt, ist Circle Strafing. Das heißt, was ihr hier macht, ihr lauft um den Helden rum und versucht eigentlich die ganze Zeit euer Fadenkreuz auf dem Helden zu lassen. Wenn ihr dabei schießen wollt, dann empfehle ich euch noch ein Item namens Fleetfoot dazu zu kaufen. Das führt nämlich dazu, dass ihr bei gleichbleibendem Speed auf den Gegner schießen könnt. Dann lauft ihr hier einfach ein bisschen rum, vielleicht einmal 360 Grad, dann nochmal in die andere Richtung und versucht die ganze Zeit auf dem Kopf zu bleiben. Das gleiche könnt ihr natürlich machen, indem ihr ein bisschen weiter weglauft, ein bisschen hin und her, dann mal crouchen hin und wieder. Versucht euch praktisch das so schwierig wie möglich zu machen, aber dass ihr trotzdem noch die ganze Zeit auf dem Kopf bleibt. Dadurch könnt ihr euer Tracking von stationären Zielen verbessern. Ähnlich jetzt aber andersrum, wenn sich euer Ziel bewegt. Auch hier ist es wichtig, dass ihr auf dem Kopf drauf bleibt. Damit könnt ihr wirklich smoothes Tracking üben. Versucht hier wirklich so smoothes Aim wie möglich zu haben und so lang wie möglich auf dem Kopf drauf zu bleiben. Am besten oben rechts könnt ihr noch No Reload einstellen. Und dann könnt ihr das wirklich sehr gut üben. Leute, die sich ein bisschen mehr mit Aim-Theorie auskennen, wissen, dass es auch noch 2 Aspekte hier gibt für Strafe-Aiming. Es gibt einmal Mirroring und Anti-Mirroring. Mirroring bedeutet, wenn ihr das gleiche Movement macht wie der Gegner, dann müsst ihr euer Fadenkreuz praktisch gar nicht bewegen. Das ist nämlich hier jetzt der Fall. Wie ihr euch das Ganze aber ein bisschen erschweren könnt, ist, indem ihr Anti-Mirroring macht. Dabei geht ihr immer in die entgegengesetzte Richtung von dem Gegner.
und dadurch müsst ihr nämlich schneller aimen, als ihr es davor tun musstet. Gut, das waren die 2 Aspekte, die ihr für Tracken üben könnt in Deadlock. Zum Klicken natürlich auch hier gibt es einiges, das ihr machen könnt. Es gibt hier in der Sandbox so einen Soul Generator und dort könnt ihr praktisch das Last-Hitten üben. Seit dem letzten Update sieht man dort auch, was für einen Reaktionsspeed man hat, wenn man auf diese Seelen draufklickt. Meine Empfehlung ist hier 5 Minuten das bisschen zu trainieren. Schaut, dass ihr euren Reaktionsspeed auf unter 200 Millisekunden bekommt. Wenn ihr das regelmäßig macht, bevor ihr startet zu spielen an diesem Tag, dann werdet ihr merken, dass ihr beim Last-Hitten einen riesigen Vorteil habt und ihr es schaffen werdet, viel mehr Seelen zu denyen und so viel mehr Farm bekommt im Spiel. Auch hier wieder könnt ihr euch etwas bewegen und euch das Leben ein bisschen schwieriger machen. Vergesst nicht, desto schwieriger ihr es euch macht, desto besser lernt ihr dann auch das Aiming dazu. Also bewegt euch hier ein bisschen Crouch-Sliden hin und her und versucht trotzdem Movement immer noch einen sehr hohen Reaktionsspeed zu haben, wenn es möglich ist. Dann kommen wir zu Target-Switching. Was ihr hierfür braucht, sind 3 Bots. Am besten stellt ihr die so nebeneinander auf und dann versucht ihr von einem Bot zum anderen hin und her zu switchen. So schnell wie möglich, so präzise wie möglich. Versucht dabei, das immer ein bisschen abzuwechseln, nicht immer hin und her zu switchen zu dem nebenan, sondern auch mal ganz weit weg oder zum nächsten. Einmal würde ich auch hier wieder empfehlen, ihr macht das im Stehen und dann versucht ihr euch einmal noch zu bewegen dabei. Meines Erachtens, wenn ihr diese 3 Übungen jeden Tag macht, so als kleine Aufwärmung, bevor ihr in eine Runde startet, habt ihr schon eine sehr, sehr gute Basis und euer Aiming wird sich relativ schnell verbessern. Wenn ihr jetzt aber das Gefühl habt, dass ihr trotz diesen 3 Übungen euch einfach nicht stark verbessert, dann gibt es noch etwas Zusätzliches, was ihr machen könnt. Nämlich in Aimlabs gibt es eine Playlist von VT Cartoon. Das ist ein extrem talentierter Aimer von der Aiming-Gruppe Voltaic. Der hat bereits eine Deadlock-spezifische Aiming-Routine aufgestellt und diese könnt ihr sehr gerne komplementär zu dieser Aiming-Warm-Up-Routine auch noch machen. Ihr müsst einfach wissen, dass diese wirklich sehr hart ist. Lasst euch davon nicht verunsichern. Die Tracking-Szenarien, die dabei ausgewählt wurden, sind wirklich sehr schwierig. Versucht dabei wirklich nicht zu stark auf euren Score zu achten, sondern dass ihr euch einfach stetig verbessern werdet. Auch an den Tagen, wo ihr mal einen schlechten Score habt, heißt nicht, dass ihr nichts gelernt habt. Vieles passiert unterbewusst und wenn man das beibehält, nach und nach wird man merken, dass man einfach immer besser wird. Lasst euch auch nicht verunsichern, wenn ihr das Gefühl habt, diese Szenarien sind viel zu schwierig. Das ist bewusst extra so gemacht. Nur durch schwierige Szenarien und Situationen werdet ihr euch auf Dauer verbessern können. Der Vorteil bei dieser Playlist ist, dass man noch viel intensiver ins Tracking reingeht. Gerade in einem Spiel wie Deadlock, wo die Helden oftmals über euch sind, wenn ihr zum Beispiel gegen eine fliegende Vindicta oder gegen Kelvin oder so fightet, dann müsst ihr auch in der Lage sein, die Leute in der Luft zu tracken. Teilweise steht ihr auch auf den Gebäuden und müsst runter aimen. Also es ist schon ein sehr tracking-intensives Game und dementsprechend kann so eine Playlist sinnvoll sein. Die könnt ihr einfach in dem Programm Aimlabs downloaden und dann spielen. Sie geht circa eine halbe Stunde. Das müsst ihr einfach dann mit einkalkulieren. Da es aber, wie ich am Anfang erwähnt habe, in Deadlock so unglaublich viele Aspekte gibt, die man berücksichtigen muss. Aiming ist nur ein kleiner Aspekt, wie ihr euch verbessern werdet. Deswegen verliert hier nicht zu viel Zeit. Meine Empfehlung ist, dass ihr das maximal 3-mal in der Woche macht. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ihr überhaupt für Gaming habt. Wenn ihr noch eine Familie und Kinder habt, dann wird das natürlich schwierig. Ich glaube, dann ist es besser, wenn ihr euch den Fokus drauf setzt, in-game die Sachen zu verbessern, weil man eben solche Sachen wie Waffenspeed, also wie schnell die Schüsse ankommen oder wie schnell sich Gegner bewegen, das kann man wirklich 1:1 nur in-game lernen, solange wir noch keinen In-game-Trainer haben. Ich bin aktuell schon in Diskussionen mit manchen Custom-Map-Entwicklern und versuche in Zukunft auch mal so eine Custom-Aim-Training-Map für euch aufzubauen. Das wäre sicherlich unglaublich, wenn man sowas noch auf die Beine stellen könnte. Falls ich sowas hätte, dann würde ich in Zukunft aber ein Video dazu machen. Das sind so die wichtigsten Punkte, die ich denke, jedem helfen können, um das Aiming ein bisschen zu verbessern. Auch am Ende noch ganz klar anzumerken, lasst euch sicherlich nicht verunsichern oder beunruhigen, falls ihr merkt, dass euer Aiming nicht so gut ist. Man kann auch andere Helden wählen, die gar nicht so gutes Aiming benötigen, wie zum Beispiel Helden wie McGinnis oder Abrams. Ich glaube, es gibt für jeden irgendeinen Held, wo ihr euer aktuelles Gaming-Level optimal einsetzen könnt. Das war's. Ich freue mich, wenn ich euch das nächste Mal wiedersehe. Macht's gut und bis dann.